Laufen die Kameras? Die Kameras laufen. Sehr, sehr schön, die Äpfel, ne? Da bin ich mal gespannt, wie der dann schmeckt. Etwas Süßes und Saftiges brutzelt heute in der Lieblingspfanne und eine knusprige Kruste umgibt das Rot dieses Apfels, das sich auch in seinem Inneren verbirgt. So eine süße Sünde ist gut für die Seele. Lecker. Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's, dem etwas anderen Kochkanal auf YouTube. Diese tollen Apfelküchle sind so lecker und die sind auch noch crunchig und es ist gar nicht so schwer zu machen. Und ich zeige euch natürlich gern gleich die Zutaten. Wir brauchen Zimt und Zucker, das mischen wir dann später zusammen. 120 Milliliter Milch, 100 Gramm Mehl, 2 Eier, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel Backpulver, ein wenig Cornflakes oder Frosties als Crunch für den Teig dann, leckere Äpfel, welche genau, das sage ich euch gleich, Öl zum Rausbacken, den Saft einer Zitrone, eine Naschi-Birne habe ich hier noch, da probieren wir nämlich heute Naschi-Küchle aus, das müsste ja genauso funktionieren, das machen wir einfach mal heute. Und zum Dekorieren später auf dem Teller habe ich Himbeermarmelade. Und ein bisschen Soßen, Eissoßen, entweder Waldfrucht. Ich nehme hier auf jeden Fall heute Schokosoße. Könnt ihr selbst entscheiden, was ihr gern möchtet. Puderzucker zum Bestäuben. Und dann fehlt noch etwas. Es ist noch im Gefrierfach und im Kühlschrank. Und zwar das Vanilleeis. Das braucht man dann nachher. Und die Sahne, die Schlagsahne. Die muss immer sehr, sehr kalt sein. Die schlagen wir dann zum Schluss. Die Äpfel, da wollte ich euch erzählen, da gibt es ganz leckere Sorten, die sich sehr gut eignen zum Backen. Zum Beispiel dieser Red Moon. Der neigt dazu, in der Mitte auch rot zu sein. Das sieht immer sehr interessant aus. Auch in so einem Apfelkuchen oder so müsst ihr mal ausprobieren. Das sehen wir ja gleich beim Aufschneiden, ob der innen eine schöne rote Farbe hat. Dann gibt es noch den ganz gängigen Elster, den kennt jeder. Den kann man auch schön zum Backen verwenden. Oder den Boskop, das ist mein persönlicher Lieblingsapfel. Der hat immer eine sehr raue Oberfläche, ist auch so ein Gartenapfel. Wir hatten den zum Beispiel auch, als ich klein war im Garten, hatten wir einen Apfelbaum. Und den mochte ich immer sehr gerne, da haben wir sehr viel mit gebacken. Da müssen wir die Äpfelchen jetzt schälen, dann schneiden wir sie in Scheiben und dann müssen wir dann das Gehäuse noch ausstechen. Dazu nehme ich diesen Plätzchenausstecher, der ist noch übrig von Weihnachten, der eignet sich super, auch von der Größe, dass wir dann innen ein Löchle haben, weil da muss ja später dann eins bleiben und da kommt ein bisschen Deko rein, nämlich die Marmelade. Ja, und dann den Teig anmischen und wenn wir das alles soweit fertig haben, dann sehen wir uns gleich am Herd. Ich schnippel ein bisschen und ihr hört wieder ein bisschen schöne Musik. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be all. So, ihr habt ja gesehen, wie toll rot dieser Apfel hier ist, dieser Red Moon, den haben wir hier geschnitten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der wirklich so rot ist, halt vielleicht ein bisschen mit Rot durchsetzt, aber der schmeckt auch voll lecker. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Apfelküchle dann werden damit. Und die anderen sind auch sehr hübsch. Ja, und haben wir alles schön eingetaucht in Zitrone, auch unsere Naschi-Birne, schau mal, wie die sich macht. Jetzt habe ich schon mal das Öl in die Pfanne gegeben. Dabei achtet mal drauf, dass das nicht zu heiß wird. Also mein Herd hat so maximale Stufe 9, glaube ich. Und ich mache es immer zwischen 5 und 4 die Herdplatte, dass dann das Apfelküchle so goldgelb wird und nicht so braun und verbrennt oder gar schwarz. Und ganz schön viel Öl reingeben, dass es ein bisschen schwimmen kann, das Apfelküchle. Und jetzt legen wir dann auch schon gleich los. Und zwar müssen wir als allererstes unser Apfelküchle hier in den Teig tauchen. Dann lege ich sie auf diesen Teller mal ab und streue ein bisschen Cornflakes drüber. Unsere crunchigen Cornflakes, Apfelküchle. Ihr könnt natürlich auch die Frosties nehmen. Also das würde halt noch ein bisschen mehr karamellisieren, weil die sind ja auch mit Zucker
behaftet. Aber ich denke, die Cornflakes reichen, so ein bisschen Crunch ist schon ganz okay. So, ich denke, das Öl ist jetzt heiß genug, dann können wir jetzt mal loslegen und dann packen wir mal die Apfelküchle raus. Von jeder Seite so 2-3 Minuten, ein bisschen schwenken und wenden immer. Und danach, wenn sie fertig sind, lege ich sie auf einen Teller mit einem Küchenpapier, dass das restliche Fett noch abtropfen kann. Also dann, backen wir mal schön. It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. Can you love me again? Can things ever be the same? All I do is see things slipping through my fingers when he turns and walks away. Yes, there he goes. There he goes. Ja, jetzt geht's dann weiter und zwar habe ich jetzt hier die Küchle schon auf dem Teller mit bisschen Marmelade versehen. Jetzt kommen noch 3 so Sahnehäubchen mit dazu. Die machen wir jetzt hier draußen einfach so, zack. 2. Die Sahne habe ich geschlagen in den kleinen Spritzbeutel hier reingetan. Das haben wir ja schon oft genug gemacht. Das geht immer ganz nett und sieht auch immer recht hübsch aus. Und dann habe ich hier ein ganz leckeres Vanilleeis. Das kommt jetzt dann noch zum Schluss. Eine Kugel in die Mitte. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das alles da drauf kriegen, weil das ist natürlich sehr groß. So richtig schön wie beim Italiener. Eine große Kugel Eis. Voilà. So, da kann man ruhig mal ein bisschen kleckern, weil der Teller kommt ja dann später weg. Und jetzt gebe ich dann an den Rand noch ein kleines bisschen Puderzucker drüber. Und dann sind wir schon fertig. Plus ein wenig, jetzt mache ich da auch noch ein bisschen Schweinerei. Und einfach so ein bisschen an den Rand. Und gar nicht mehr. Und fertig. So, voilà, fertig ist ein tolles kleines Nachtisch-Apfelküchle-Menü. Naja, fürs Menü ist das immer, eignet sich so ganz gut als Nachtisch. Ich weiß schon, wir haben jetzt die Weihnachtszeit hinter uns und jeder will jetzt abnehmen, aber so ein Apfelküchle geht schon mal, oder? Ja, es hat mir riesig Spaß gemacht, euch dieses Apfelküchle zu zeigen mit dem extra Crunch. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Diese Cornflakes, die knuspern dann nochmal zusätzlich ein bisschen. Und ich finde, das macht auch gar nicht viel Arbeit und das klappt super. Wenn ihr das mal ausprobiert, würde ich mich riesig freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Mittwoch zum kurzen Rezept. Am Sonntag gibt es dann wieder ein bisschen was Längeres. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Es hat mich riesig gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, klar, könnt ihr gerne hier unten gleich machen und auch das Glöckchen aktivieren. Dann gibt es immer eine Erinnerung und dann verpasst ihr kein Rezept mehr. Ich wünsche euch was. Lasst euch schmecken. Die sind so lecker, die Apfelküchle. Das glaubt ihr gar nicht. Ich freue mich jetzt darauf, denn ich esse die jetzt. Ich wünsche euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Eure Joanna. Tschüss. Everything